Ich möchte jetzt gerne einmal die Regelungstechnikaufgaben vorstellen, die man mit der LC2030 Anlage durchführen kann. Und dafür nutze ich unsere eigene Software, das ist das LC2030 Training. Und das ist im Prinzip ein Prozessleitsystem für diese Anlage. Also ich kann hier hingehen und händisch die Pumpen einschalten, wenn ich das möchte. Ich kann auch den Heizstab händisch einschalten und die ganze Anlage von Hand bedienen. Oder aber eben, ich habe die Möglichkeit, verschiedene Regelungstechnik- oder Steuerungstechnik-Aufgaben zu machen. Wenn ich hier jetzt in die Füllstandsregelung reingehe, das ist die Füllstandsregelung über den Abfluss, also über die regelbare Pumpe, und die möchte ich gerne einmal zeigen, dann passiert jetzt hier erstmal noch nichts. Das liegt daran, dass der Regler noch im Handmodus ist und nicht im Automatikmodus. Wenn ich hier jetzt umschalte in den Automatikmodus, fängt der Regler an zu laufen. Das sieht man hier an einer sofortigen Änderung des Stellwertes. Ich starte jetzt hier mal parallel eine Messung, damit wir uns das später anschauen können. Wenn ich jetzt den Sollfüllstand mal ein bisschen geringer mache, dann sehe ich, dass sofort mein Stellwert auf 100% geht oder knapp 100% geht und der Regler anfängt zu arbeiten. Aber auch da werde ich jetzt, weil ich hier einen P-Regler ausgewählt habe, sehen, dass eine bleibende Regelabweichung bleibt. Jetzt nämlich geht der Stellwert gegen einen konstanten Wert und ich sehe, mein Füllstand bleibt auch auf einem konstanten Wert. Das ist nur leider nicht der Wert, den ich gerne haben möchte. Deswegen wechsle ich hier jetzt mal in den PI-Regler. Der fängt wieder sofort an zu arbeiten, um eben Soll- und Ist-Füllstand auf denselben Wert zu bringen. Das gelingt dem auch hier ganz gut. Das kann ich in meiner Trendansicht ganz gut erkennen. Und ich kann mir aber auch parallel mal die Messung anschauen. Die Messung hat den Vorteil, dass ich hier so ein Messlineal einblenden kann. Und wenn ich das hin und her ziehe, dann wird mir angezeigt, welcher Regler ist zum Zeitpunkt aktiv, mit welchen Regelparametern und welche Regelung ist gerade aktiv. Wenn ich jetzt hier mal, ist der P-Regler aktiv zu diesem Zeitpunkt, da sehe ich dann auch in den Daten meine bleibende Regelabweichung. Und jetzt gehe ich hier später hin und sehe, da ist der PI-Regler aktiv. Und wenn ich jetzt die Zeitachse ein bisschen weiter ziehe, dann sehe ich auch, dass jetzt mein Sollfüllstand gut getroffen wird, so wie ich mir das wünsche. Ich könnte aber auch natürlich andere Reglerparameter einstellen, ganz einfach, und dann anschließend auswerten, sind die Reglerparameter gut gewesen zu dem Zeitpunkt, sind sie nicht gut gewesen, welche Änderung hat welche Auswirkung.